einfach mal das Spiel direkt aufnehmen. So, sag mal hallo Twitch und hallo YouTube. Auf YouTube dürftet ihr vielleicht mein Gesicht nicht sehen. Müsste ich mal überlegen, wie ich das mal schaffe, es passend zu schneiden. Aber wir spielen jetzt Prehistoric Kingdom. Ja, ich habe mich schon sehr lange auf das Spiel gefreut. Ist jetzt ja auch schon ein paar Tage raus. Wahrscheinlich bin ich schon längst zu spät mit meinen Aufnahmen, aber das ist mir persönlich egal. Ich gucke die ganze Zeit auf mich. Dabei muss ich doch eigentlich in die Kamera gucken, Mensch. So. Aber ja, bin mal dafür, dass wir uns erstmal das Szenario anschauen. Ich habe das zwar schon gespielt, aber man lernt ja nie aus, denn da ist eigentlich mein erstes Spiel in Richtung Planet Zoo. Ja, und wir schauen uns das jetzt mal an. Ja, gerade auf den Streaming-Rechnern musste ich halt gucken, wie das mit der CPU-Entlastung aussieht. Ich hatte gerade schon mal eine Aufnahme gestartet, aber ich wollte einfach zu viel. Ist mir aufgefallen. Aber wie das ist, man möchte immer zu viel. Ja. Hello? Hello? Testing, testing. 1, 2, 3. Hi! It's so good to finally meet you. I'm Nigel, your park supervisor and head of zoological developments here at Prehistoric Kingdom. Since our last park manager moved to the Americas division, this place has fallen into a bit of a state. Unfinished plans, neglected habitats, all telltale signs of a much-needed makeover. As I'm sure you know, our zoos are a little different, so it's perfectly normal to feel overwhelmed at first. After all, it's hard for most people to imagine what dinosaurs look like, let alone manage them. We're here to change that, and I reckon this will be second nature for you in no time. Right, first things first. I'm sure you're ready to meet our friend down there, so let's make sure you can look around. I'm sending some input controls to you now. So, wir kriegen erstmal die ganz normale Steuerung erklärt, dass wir halt mit WASD Kamera lenken, mit Q und E halt rein und rauszoomen. Wenn wir die mittlere Maustaste gedrückt haben, können wir halt drehen. Und genauso können wir auch rein und rausrollen. Great stuff. Let's check some auxiliary functions. Try enabling your light. Eine Taschenlampe haben wir auch. That's why we don't like flash photography. Next, we'll get you on the move. I'd like you to look around the park for a bit and get comfortable with your surroundings. Feel free to mingle with the guests or enjoy some of the creatures on display. I'll check in with you soon. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich diesen Sprecher sehe, muss ich an Robbie Williams denken. Der ist ja leider verstorben, schon sehr, sehr lange. Aber immer wenn ich ihn sehe, muss ich irgendwie an ihn denken. Ich weiß nicht, der hat gewisse Ähnlichkeit mit ihm. Ja, wir sollen uns erstmal den Park hier mal anschauen, was so halt Problem ist oder was generell hier, was halt generell den Tieren halt geht. Der große Brachio. Ah, der sieht so schön aus. Sieht einfach so schön aus. Ich muss auch sagen, mein Traumberuf war es, Paläontologe zu werden, aber naja, wurde halt leider nichts draus. Da müssen wir uns halt mit dem Spiel hier. Ja, wir schauen uns aber erstmal den Park an. Das ist ja noch das Szenario. Können wir jetzt nichts großartig was machen, außer halt uns halt umschauen. Aber ich muss sagen, die Fläche, die man echt bebauen kann. Man kann ja den ganzen Park hier bebauen. Das hätte ich mir so gerne bei Jurassic World gewünscht. Aber irgendwie haben sie es nicht reingemacht. All right, I hope you're ready to get your hands dirty. To start, you'll need to investigate a welfare issue in the paddock from earlier. Caring for the animals should be your #1 priority here at Prehistoric Kingdom. If they're not happy, no one's happy. Select one of the animals in the habitat so we can take a look at them. Aber wir sollen uns erstmal die Drylosaurus, ich stottere, die Drylosaurus mal anschauen. Das sind die hier, die kleinen Kerlchen in grün. Sieht schon putzig aus. Ich habe die Einstellung, wie habe ich sie denn eingestellt? Ich glaube auf Medium.
Ja, Medium ist ganz okay, finde ich. Bewegen die sich noch relativ flüssig. Ja, doch. So, wir schauen uns das jetzt mal hier an. So, den schauen wir uns jetzt an. Okay, so this is a Dryosaurus. This little fella's a small herbivore from the Jurassic, and it looks like their herd needs our help. When tackling a welfare issue like this one, you can expand headers inside the animal's info box to learn more about the problem. Try clicking on the sustenance and enrichment labels. So, wir müssen uns erstmal die Bedürfnisse mal angucken. Die haben auf jeden Fall Hunger. Lustig ist ja auch, aber ich glaube, der... Okay, der geht nicht gerade zum Wasserbecken, alles klar, aber wir gucken auf den... As you can see, it looks like our previous park manager took the America's job and ran without much consideration for the animals he left behind. While I call up the board members, I'll need you to care for the little ones. You can start by getting their food situation sorted, some enrichment too. If you get lost, there's an objective prompt on the left side of the screen. Good luck. So, die haben auf jeden Fall hier drin nichts zu essen. Das heißt, wir müssen erstmal uns kümmern, dass sie was zu essen kriegen. Das können wir auch drehen mit X und Y. Ach, mit X und Z. Ich denke mal, das Spiel ist ja komplett auf Englisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich X und Y sein soll. Also im Englischen ist das halt X und Y. Und, nee, anders gesagt. Y und Z sind ja in Englischen vertauscht und ich kann mir gut vorstellen, dass das eigentlich die beiden Tasten sein sollen, weil sie halt direkt nebeneinander sind. Aber jetzt haben wir halt die deutsche Tastatur und da ist halt X und Z halt ganz woanders. Aber egal, das tut nicht zur Sache. Wir setzen erstmal hier Futter hin. Und wir setzen auch den gefrorene Frucht. Hot. Ah nee, passt jetzt nicht. Wenn wir das gefrorene hier hin. Great work getting the Dryosaur paddock up and running again. The board and I really appreciate you stepping up to get this place back on track. When you're ready, I'd like you to head over to the old construction site. So, wir haben hier hinten noch eine Konstruktion. Oder wir sollen hier hingehen, um was zu bauen. Next, we're going to get ready for a new attraction. I've already sorted the food and enrichment, but I'll need you to do the rest of the heavy lifting. Let's prepare the area by building a generator nearby. Ich gucke die ganze Zeit, wie die Aufnahme halt ist. Also wenn sie wirklich schlecht sein sollte, dann kann man mir das ruhig bitte sagen. Sieht zwar, dass es rot ist, aber ich habe es noch nie so festgestellt, wie das halt ist, wenn ich selber streame und halt... Next up, I'd like you to build an animal nursery in that area there. Ich verliere ab und zu auch mal die Verbindung. Das ist ja nicht so schön. Ich habe keine konstante Verbindung. Das ist ein bisschen blöd. Ja, Moment mal, ich muss mal was machen. Ich glaube, das hängt eher mit meinem Internet zusammen, warum auch immer. Ich glaube, da muss ich später was einstellen. So, wir müssen auf jeden Fall hier jetzt die Zuchtbox bauen. Ich würde sie jetzt einfach mal so Nice job! Select the nursery and open the genetics lab from the pop-up menu. Oh, dann schauen wir uns mal das Menü an. In case you haven't already realised, this is where the magic happens. Today, I'd like you to incubate a Torvosaurus. So, dann klicken wir mal den Torvosaurus mal an. Quite a fearsome looking fella, isn't it? In here you can find everything you'd need to know about managing an animal. Exhibit requirements, social needs, diet, you name it. You can even change how an animal looks, assuming you've discovered all the genetic material. Here, try changing its appearance. Wir sollen jetzt einfach mal die Farbe wechseln. Das war ganz einfach. Did you notice the species name changing? Some animals, like the Torvosaurus, have a handful of species to pick from.
changing their needs, size, appearance, and even star rating. Once you're happy with your selection, press the Create button at the bottom. So, dann machen wir den mal. While we wait for our new dinosaur to incubate, we'd better go and prepare that new habitat. Secure fencing is of utmost importance, especially for a predator. Open the enclosures category and choose a fence type. You'll want to cover the entire perimeter. Nase dran. So. Auf jeden Fall, der ist ja ein Fleischfresser und wie man sehen kann, wir können ja schlecht einfach hier hinpacken oder hier hinpacken. Deshalb braucht er sein eigenes Gehege. Das bauen wir ihm jetzt mal. Das Schöne ist ja, in diesem Szenario haben wir unendlich viel Geld. Aber trotzdem baue ich jetzt erstmal die Holzvarianten. Und zwar die erstmal. Machen wir einfach so, indem wir das jetzt hier setzen. Bis hier hinziehen. Bis zu der Ecke. Und dann auch den Rest hier hinziehen. Kann ungefähr immer sehen, wie die Strecke geht. Das ist das Schöne an dem Spiel. So, eine Seite ist fertig. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch die andere Seite machen. Machen wir jetzt auch nochmal. So. So, das machen wir jetzt auch nochmal. Bis dahin. Bis dahin. Und... Na, komm. Hier. Now, with all that sorted, it looks like it's time to release the specimen. So. Er ist fertig. Das heißt, ihn können wir jetzt auch erstmal eiskalt hier hinsetzen. A beautiful animal indeed, but of course it's still going to need a proper environment, something to make it feel like home. Plenty of vegetation, a lake and a shelter should do nicely. Er ist schon cool. Also ist auf jeden Fall schön animiert. Man kann auch schön die Schuppen sehen. Man weiß ja bis heute nicht. Ich glaube, ich habe letztens einen Beitrag gelesen, dass es schon sehr früh Federn gab. Aber man weiß, das sind ja alles nur Spekulationen, was es tierisch angeht. Das machen wir ein bisschen kleiner. Das auch. Denn der braucht jetzt erstmal ein bisschen... nee, das wollte ich nicht. Ich wollte Wasser haben. So, hier ein Wasserbecken. Reicht das noch nicht? Moment. Okay. Ich wundere mich gerade. Braucht er noch mehr Wasser? Ah. Da war's. So, dann braucht er noch Wald, aber am besten kann man das immer so machen, finde ich, dass man erstmal guckt, was er für einen Wald haben möchte. Können wir hier sehen. Also das... Ich glaube, das mag er gar nicht. Also seit wann ist Rot gut, ne? Dann klicken wir lieber mal hier drauf. Und man gucken kann, die Bäume und die Büsche ändern sich auch leicht. So, dann können wir einfach mal irgendwie willkürlich mal die Bäume anklicken. Kann man hier setzen, so ein paar. Bis er fertig ist. So. Und er braucht einen Schlafplatz. Da setzen wir den nochmal hier direkt ans Wasser. Wonderful job. If that Torvosaurus could smile, I reckon it would. You can assess how well designed an exhibit is by clicking on the perimeter fencing. Go on, give it a try. So, dann schauen wir uns mal den hier an. The higher that exhibit scores, the more likely our visitors are to donate to the habitat. As you can see though, visibility isn't too great. There must be something we could build. Ah, da haut er sich die ordentlichen Brocken Fleisch rein. Was ist das wohl? Könnte das ein anderer Dino sein? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich wüsste doch nicht, was solche Oberschenkel hätte. Außer... Ja, passen würde es von der Größe her von ihm und... Naja, Kannibalismus weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich hier gang und gäbe ist. Also bestimmt damals untereinander auf jeden Fall. So, wir brauchen hier Ausgucks. Oder Ausgucke. Oder Fernglasen, besser gesagt. Können wir auch schön drehen. Machen wir mal ein bisschen so, dass wir mal sehen können, wohin wir gucken. Ich habe das mal so gemacht, dass wir einen hier hinsetzen. Und wir setzen ein. Da oben hin.
Allerdings muss man ein bisschen hier Feingefühl zeigen. Das jetzt auch nicht in der Luft gucken lassen, das finde ich auch ein bisschen komisch. Wenn man das mal so, den anderen setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Ah, great thinking. With binoculars, guests are able to see significantly further into an exhibit. The more visibility coverage, the better. Speaking of visitors, we should make sure the viewing area has sufficient guest facilities. Ja, ein bisschen Deko sollen wir jetzt auch bauen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ein Kiosk wirklich als Deko zählt. Aber das ist einfach nur ein Modul, dass man ein bisschen halt Geld beziehen kann. Aber ich würde ihn jetzt hier in der Ecke stellen. Ich bin halt immer so einer, der will ein bisschen es genau haben. Und immer schön gerade, warum auch nicht. So. Was brauchen wir denn jetzt noch? Eine Statue. Die könnte man jetzt wunderbar, weil die auch Sitzbänke hat, finde ich, könnte man die wunderbar hier hinsetzen. Das ist ein Klo? Ja, das ist ein Klo. Ach komm, machen wir das direkt auf dem Klo, dann können die Leute auch wenigstens auf ihre Partner, Kinder, was auch immer warten. Superb! That will keep them both well fed and entertained. All that's left is to connect the paths and let guests find our latest attractions. Without their support, we wouldn't be able to do what we do. Da brauchen wir noch eine Straße, da machen wir auch mal. Take a look at that. The park's star rating has increased. Let's see how this kingdom is doing, shall we? So, wir sollen den Dashboard öffnen. Machen wir jetzt. Ha! I haven't seen guest satisfaction numbers that high in a long time. You're a natural. Let's try visiting the animals page. So, und schauen wir uns mal die Tiere an. As I suspected, everyone in the park seems to be doing great. However, it does seem a little dinosaur heavy, no? I think it's time for one final attraction, the woolly mammoth. Head on over to excavations. We should have a dig site ready to go in Siberia. So, wir sollen den Mammut wieder zum Leben erwecken. Das machen wir auch mal. Ich weiß noch nicht, welche Farbe. Aber ich bin eher für den typischen. Müssen wir halt gedrückt halten. Great! Let's head back to the nursery and get started on those mammoths. Wir sollen 5 Mammuts zum Leben erwecken. Das machen wir so. Wir einfach hier draufklicken. Und dann einfach mal auf die Mammuts klicken und sagen, direkt 5 Stück. While they're incubating, we should prepare their new home. There's a paddock ready nearby, but it's filthy from housing a previous occupant. First, let's correct those feeders. Set up one to stock plants and the other to stock fruit. So, wir sollen, wenn ich das richtig damals verstanden habe, sollen wir einfach mal die Essensart hier von... Nee, anders. Wir sollen hier das, was hier Essen reinkommt, ändern. Ich muss gerade nur gucken, wie das nochmal war. Nee, das war's nicht. So, Moment. Nee, können wir das so versetzen, glaube ich. Nee, Asphalt will ich da nicht hinsetzen. Ah, das denn jetzt nochmal? Nein. Weg, auch nicht. Nein, nein. Ah, Mensch. Ja, jetzt komme ich in die Bredouille. Moment. Z wie das. Nein, das war es nicht. Moment. Z wie das. Nein. Nein, nein, nein. Demolition kann ich es auch nicht. Da. Das war das doch nicht. Ah, das. So. Einmal Vegetation. Und den anderen machen wir mal in... Ja. Den anderen machen wir mal in...
Obst. If animals aren't eating high-quality food, low nutrition could lead to weak immune systems and excess animal waste. Looking at the state of this paddock, it appears the previous park manager wasn't particularly mindful of that. Feces, scat, however you wish to refer to it, will always be something we need to manage. I know it's not exactly what you signed up for, but we need to get all that dung removed. And well, only one of us is out in the park. So... So, was haben wir denn? Wir müssen uns um den Mist kümmern. Und das haben wir sehr viel von, leider. Erstmal müssen wir hier in die Ansicht gehen. Meine ich zumindest. Ich bin noch grob am Überlegen, wie das nochmal war. Okay, plötzlich hat die Musik gestoppt. Ah, das ist dann nochmal. Nein. Select the exhibition clean dong. Ach so, ich weiß wieder, wie das war. So. Das war das. As the park grows, you'll find it harder to micromanage each habitat. For that, you'll need help from some teensy tiny employees, dung beetles. Their nests are essential in automating the disposal of feces, so let's put a few in now. So, jetzt müssen wir ein paar Mistkäfer platzieren. Da finde ich gar nicht mal so übel, dass sie das so reingesetzt haben. Dass sie sich nämlich einfach mal um den Mist kümmern. I think that just about does it. The paddock looks cool, pardon the pun, and everything appears to be in tip-top condition. Now, if you wouldn't mind doing the honours, I believe we're due for some arrivals. So, dann platzieren wir die mal hier hin. Ja, direkt mal machen? Ja, kann ich auch. Wladimir. Beim 200 Wladimir, aber gut. Das ist ja nur das Tutorial. There they are, Mammuthus primigenius, trumpeting in the snow for the first time in nearly 4,000 years. There's something distinctly beautiful about Ice Age megafauna. Their ability to thrive in the harshest conditions is something I believe we should all strive to admire. Today you've helped give something back, not just to our park, but to the world. So. Sounds like that will be for me. We're all done here for today, but I'm really glad to know the park will be in safe hands. From now on, it's all up to you. Talk soon. So. Schauen Sie sich... Ne, die gehen einfach nur bis da. Ne, doch nicht. Schaut die Person sich das jetzt eigentlich wirklich durch so ein Fernglas an? Das Tutorial ist jetzt vorbei. Man könnte jetzt hier alles Mögliche noch machen. Wir können jetzt auch in den Kreativmodus gehen, alles abreißen. Ja, da hat sie sich halt echt lange angeschaut. Gar nicht zu lange. Gut. Aber das Spiel ist ja noch in der Alpha und ich würde jetzt aber trotzdem hier schon mal rausgehen und schauen uns mal das richtige Spiel an. So, aber für YouTube heißt es erstmal Tschüssi und vorbei.